Ja. Herzlich willkommen in Chai, herzlich willkommen in Taiwan. Wir befinden uns hier vor dem Firmengebäude der Fabrik ACM-Motor. Wir möchten Ihnen heute eine Vorausschau geben, was der Hersteller ACM-Motor in Zukunft die nächsten 12 bis 18 Monate für Sie parat hat. Wir haben heute die einmalige Gelegenheit und das möchten wir dementsprechend auch nutzen, ein kurzes Interview mit dem Präsidenten der Fabrik, Herrn Huang, zu führen, der uns in wenigen Worten heute erklären wird, welche generelle Strategie die Fabrik ACM-Motor für die nächsten 1,5 Jahre verfolgt und welchen Weg vor allem dieser Hersteller im Bereich ATV einschlagen wird. Wir werden jetzt an dieser Stelle die Positionen tauschen und dementsprechend Herrn Huang interviewen. Vielleicht gehen wir hier schon zu einem Fahrzeug, das wir für Sie hergerichtet haben. So, Mr. Huang, Yes. The first hello. Hello. So maybe you want to say greetings to our German and to our European customers first, and then I want Okay. to ask you some questions about the future, Yes. which is very important because, as you know, there is coming from 2017 especially, Yes. there are the new European regulations. What are you planning to do, especially for your sport quads? Die Frage an Herrn Huang ist hier, was wird er in Bezug auf seine Sportquads machen, nachdem die Europäische Union Richtlinien erlassen hat, die vor allem im Bereich der Abgasnorm die sogenannte Euro 4 Norm vorschreibt, wie auch ein Differential hinten. So, Mr. Wang, could you please explain us within short time what is the plan on the field of sport quads? Yeah, we will use the independent system to put a differential inside here. So the whole structure will be multiplied, and it will be two exhaust pipe in the back, just like this, to have this kind of certification. So I will translate. Was Mr. Huang kurz beschrieben hat und was wir auch hier sehen ist, die gesamte Sportpalette wird im Großen und Ganzen Euro 4 tauglich gemacht. Es werden alle Sportquads mit Einzelradaufhängungen hinten ausgestattet. Wir sehen hier auch schon den ersten Prototyp fertig, der eigentlich sich schon in der Endphase bzw. der Testphase befindet. In Zukunft werden alle Sportquads mit 2 Edelstahl-Auspuffanlagen ausgestattet, was auch natürlich von der Optik her etwas hermacht. Weiters ist bereits das hintere Differential verbaut. So, Mr. Wang, another question is, you are producing also your own 450cc engine. Ich habe ihn gefragt, ACM-Motor produzierte als einziger taiwanesischer Hersteller auch einen Schaltungsmotor, der in Sportquads verbaut wird. So, how do you think that, do you have also a plan for this engine to make it Euro 4? Yes, of course. Because we already have the engine for carburetor before, so we will modify and introduce the EFI system in this engine. So the customer we will be the only one have the manual gear engines in this series. Okay, so Mr. Huang sagt, aufgrund dessen, dass natürlich ACM-Motor auch den eigenen 450er Schaltungsmotor hat, der derzeit mit einem Vergaser ausgestattet ist, wird auf diesem Motor auch eine Einspritzanlage verbaut. Wir sehen hier auch schon, wie gesagt, den ersten Prototypen. When do you think that all these things are ready, and when do you want to present this to the complete public? What is your launching idea? Because we already find companies to work with, so... No, I mean generally, where and when do you want to present all this? In Europe.
And, Yes. So do you plan to go to some exhibitions or something like that? Yeah, we are going to Orlando for sure, because we also develop new products in the future to enter this US market, and after that, and we will go to the ICMA to show. Also in Italy. Yes. Access Motor wird die Präsentation dieser gesamten neuen Produktpalette und dieser neuen Entwicklungen der Sportquads zum einen auf der italienischen Motorrad- und ATV-Ausstellung EICMA im Jahr 2016 im November vornehmen. Zuvor jedoch sind sie schon auf der größten amerikanischen ATV-Ausstellung in Orlando, nachdem auch Access Motor im Bereich ATV einiges vorhat und ab dem Jahr 2017 den amerikanischen Markt erobern möchte. So, Mr. Wang, what is your idea generally in the field of ATV? Because many competitors are building twin-cylinder engines. You know, we can speak about CF Moto, TGB, and also all premium brands like Polaris and Can-Am. So what is your idea in this field? What is your plan on the market? Yeah, we are going to introduce this turbo system in ATVs. The system will generally use this kind of turbo, and we will. So what is the advantage generally of this technical system? The power will increase for sure, and Okay, also grundsätzlich ist das System für die gesamte ATV-Palette hier dieses Herzstück, was wir hier sehen können. Und zwar verbaut Access Motor in Zukunft in die ATVs einen Abgasturbo, ist damit einzigartig am Markt. Sie möchten mit diesem System vor allem eines erreichen: der Fahrer hat natürlich durch dieses neue Motorensystem ein komplett neues Fahrverhalten. Wir wissen aus der Automobilindustrie, dass durch einen Turbo in einer bestimmten Drehzahl die Leistung extrem gesteigert wird. Access Motor setzt weiterhin auf extreme Sportlichkeit. Mr. Wang, Yes. so I think this is a lot of work. This is a big investment also for the factory. Are you ready with this, or when do you want, or in which, let's say, when do you want to present also your first 800cc turbo ATV? Because to introduce this system, we need to put the cooling system and different exhaust pipe, because there's more air in the engine, also in the turbo. So Do you have a exhaust pipe is big. timeline? So you are already at the end of this testing? Yes, at the end of 2016, we will introduce the turbo system with the Euro 4 spec, everything structured together. Okay. So das ist sehr interessant. Also Sie befinden sich bereits in der Endphase der Testphase, wenn man so möchte. Es ist ein relativ komplexes System. Dieser Turbo erhöht logischerweise den Ladedruck. Es sind noch bestimmte Feinabstimmungen zu machen. Nachdem auch in Europa alle Fahrzeuge auch im ATV-Bereich Euro 4 tauglich zu machen sind, hat sich Access Motor entschlossen, das gesamte Fahrzeug, sprich die gesamte ATV-Palette, auch gleichzeitig Euro 4 tauglich abzustimmen und parallel diesen Turbo zu verbauen. Geplant ist es, diese Fahrzeuge ebenfalls in Mailand und in Orlando zu präsentieren. So that means the complete new range you will present, as already said, in Milano and in Orlando. Yes. So do you have meanwhile a middle step? Because as we know, you have ready your 800cc engine. So what is your plan when you want to launch for Europe, Germany, France and all these countries the 800cc ATV? Yeah. What is the plan? Next year.
we will in 2015 the customer can have ours the 800cc. So that means it's on the market in March 2016, next year, available. Yes. Als Zwischenschritt hat sich Access Motor entschlossen, das bestehende ATV derzeit unter dem Namen AMX auch als 800 Quick-Zentimeter Fahrzeug anzubieten. Das Fahrzeug wird ab März im Handel verfügbar sein. Do you have roundabout, could you say to our customers how many horsepowers roundabout you will reach? About 57. Okay, so diese 800er AMX wird circa 57 PS Leistung haben und ist natürlich dementsprechend ein sehr interessantes ATV am Markt. Ich übergebe jetzt wieder an Herrn Wang, um ein paar Schlussworte an das Publikum zu richten. So, ich denke, Sie hatten jetzt einen schon ersten Überblick. Wir müssen wirklich thank you also to Mr. Huang to give us all this information. So, danke auch an ihn. Es ist nicht üblich eigentlich, dass ein Hersteller schon ein Jahr vor Präsentation seiner Fahrzeuge schon über weitere Technologien spricht. Last question, Mr. Wang. You also said already to me that you will have in plan or already in project an UTV. Yes. So what does this mean? What do you need this for US market, I think? Yes. 1000cc engine UTV will be also developed. Okay, so also thank you for this information. Also auch im Bereich UTV wird Access Motor im Jahr 2016 gleichzeitig mit verschiedenen Motorenvarianten auf den Markt kommen. Wir bitten um Verständnis, dass wir natürlich auch diese Fahrzeuge wie auch diese 800er Turbinen in der Realität noch nicht zeigen können. Ich werde aber versuchen, bei meinem nächsten Besuch im Januar Ihnen bereits erste Farbbilder dieser 800er zu übermitteln. In diesem Sinne danke noch einmal an Herrn Wang und schöne Grüße nach Deutschland und besuchen Sie uns bald wieder auf unserem YouTube-Channel. Tschüss.